Diese Folge ist für Menschen mit schwachem Gemüt nicht geeignet. Ampel links abbiegen. Gehen Sie gleich mit an. Ist hier die Küche da immer einsaut, geht rüber, kocht da, und dann sitzen Sie da mit den Leuten und bla 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 und also. Alter! Du Vollidiot! Jetzt hat's hier ordentlich geraschelt, aber richtig. Aber richtig, Ralf, ich muss raus, ich muss Polizei rufen. Bis dann, tschüss. Wo wollen ihr denn alle hin, ihr Penners? Ja, das war natürlich scheiße und jetzt nach 3 Monaten, wo ich schneide, kriege ich auch wieder eine Gänsehaut. So, und dann nicht wie ein kopfloses Huhn losrennen, sondern erstmal hier Gedanken machen. Draußen ist arschkalt, Jacke an, wir hatten nur 1 Grad. Dann ist es stockdunkel, Taschenlampe eingesteckt. Und irgendeiner muss ja mal die Polizei rufen, falls die anderen, die da hinlaufen, keins dabei haben, habe ich mein Handy eingesteckt. Und dann bin ich auch nicht so über die Straße gerannt wie so ein Idiot und lass mich vom nächsten Auto erfassen, sondern bin da hingegangen und Lage peilen. Bei dem total kaputten Auto angekommen war er dann natürlich nicht ansprechbar und hing da in eine Seile und so und dann Rettungswagen gerufen und so. Die ganze Geschichte erzähle ich aber hier jetzt nicht nochmal, denn die habe ich auf meinem anderen Kanal, in dem Rumgesülze 09, 2 Stunden danach aufgenommen. Also habe ich die Geschichte erzählt. Und 3 Tage danach im Rumgesülze Nummer 10, da habe ich das auch nochmal erzählt, wie ich dann 3 Tage später dann nochmal drüber nachgedacht habe und so. Und das verlinke ich euch hier unten, außerdem blende ich es auch ganz am Ende ein. Ansonsten kann ich nur sagen, ich stehe mit dem Unfallfahrer in Kontakt und mit dem LKW-Fahrer nicht, aber dem ging es soweit gut, außer dass er natürlich den Schock in den Knochen hatte. Und was mit dem geworden ist, weiß ich nicht. Aber der Unfallfahrer, der PKW-Fahrer, er weiß von nichts, keine Ahnung. Aber man sieht hier deutlich, warum es passiert ist, ne? Also der erste hat das Stoppschild schon überfahren, der zweite ist hinterhergefahren. Hätte der erste schon alleine das Stoppschild beachtet und hätte angehalten, wie er es hätte machen müssen, dann wäre auch der LKW schon weg gewesen und der zweite wäre nicht reingerauscht. Aber der zweite hat es leider auch komplett überfahren, das Stoppschild ohne zu beachten und ist dann voll in den LKW geraschelt. Leute, haltet an Stoppschildern an. Es gibt nicht umsonst einen Punkt, wenn man da drüber fährt. Es ist scheißengefährlich. Hinter diesen A-Säulen vorne, also die Querstreben da, neben den Windschutzscheiben, da verstecken sich auch bei einem PKW ganze andere PKW. Die sind dahinter versteckt und man sieht sie nicht und dann rauscht du da voll rein. Und dann ist es zu spät. Dann ist dein Leben vorbei. Wegen so einer Scheiße. Wegen so einem Scheiß nicht anhalten. Was dich 3 Sekunden kostet oder was. Ach Mann. Aber das Fiese ist ja auch, dass diese Ampel sich irgendwann abschaltet abends. Und vielleicht haben sie auch beide irgendwie in Gedanken gedacht, ach, ist ja grün, ich fahr durch. Dabei hat sie gelb geblinkt für den Querverkehr, ne? Also. Aber, naja, komm. Aber hätte, könnte, wollte, wenn, hätte er nicht geschissen, hätte er Nasen gekriegt. Ganz einfach. Der Unfallfahrer weiß, wie gesagt, nicht warum, wieso, weshalb. Er hat keine Ahnung, er kann sich an nichts erinnern. Er hat mein Video gesehen, er weiß trotzdem nicht, was los ist. Ihm tut's leid, ihm tut's fürchterlich leid, aber er kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Und er hat auch sämtliche Konsequenzen da getragen und ist sich seiner Schuld bewusst, dass er es vergeigt hat und so. Aber Menschen machen Fehler und ich mache auch Fehler und ihr macht auch Fehler. Und die einen pieksen sich nur mit dem Messer, ja, und die nächsten machen so einen Fehler, dass es gleich ordentlich rumst. Und beim nächsten, da sterben gleich Menschen. Durch einen klitzekleinen Fehler. Es ist so. Und am Anfang habe ich geschrien, Vollidiot. Aber ich meine es natürlich nicht so. Aber in dem Moment, in dem Schreck da, Mann, muss es denn sein? Nein, es hätte nicht sein müssen. Hätte es wirklich nicht. Ne, und das, ja. Also, falls ihr kommentiert, ne, schreibt nicht, wer weiß, was für wilde Sachen. Er liest auch mit, ne, und denkt immer dran, wenn ihr was schreibt, ihr macht auch Fehler. Es ist einfach so. Ob bewusst oder unbewusst, Absicht, nicht Absicht, ne. Ihr macht auch Fehler. Leute, haltet euch an die Regeln. Rast nicht wie die Blöden. Die Tempolimits stehen da auch nicht umsonst. Und Stoppschilder stehen da auch nicht umsonst. Und es gibt einen Punkt, wenn du so überquerst. Und es gibt 2 Punkte, glaube ich, mit Gefährdung. Und hier war ja wohl Gefährdung mit dem Spiel und sowas, ne? Also, Leute, reißt euch am Riemen. Bitte vernünftig. Ansonsten werde ich irgendwann noch die Langversion schneiden. Im Moment habe ich keine Zeit, das ist doof. Wegen meinem blöden Rohrbuch hier, das zieht sich natürlich alles und Wochen gehen dahin und naja, und so weiter. Aber ich liefere das nach, eine Langversion, und deswegen ist diese Folge ein bisschen kürzer. Ich wünsche euch was. Macht's gut und bitte vernünftig. Jeder von euch. Macht's gut.
Tschüss. Und an diejenigen, die sagen, man sollte solche Videos hier nicht zeigen. Doch. Man muss sie zeigen. Man muss zeigen, was passiert, wenn man träumt, wenn man die Regeln missachtet, wenn man rast. Das muss gezeigt werden. Und zwar mit Schockvideos. Und nichts anderes hilft.